In diesem Video zeige ich dir, wie du diesen Morgenmantel nähst. Der hat weit ausgestellte Ärmel, einen Gürtel und ist ein sehr schönes Projekt für Nähanfänger und Nähanfängerinnen. Und wir starten mit den Materialien und der Stoffempfehlung. Generell würde ich dir empfehlen, eher leichte Stoffe zu nehmen, die schön fallen, zum Beispiel ein schöner Leinenstoff oder auch eine leichte Baumwolle. Du kannst natürlich auch eine Seide nehmen, das ist besonders schön, oder auch Polyesterstoffe. Ansonsten brauchst du gar nicht viele Materialien. Ich nutze hier noch so ein paar Stoffklammern, du kannst auch Stoffnadeln nutzen und natürlich ein passendes Garn zu deinem Stoff. Wir starten mit der Nähanleitung und bereiten erstmal die Gürtelschlaufen vor. Bügel das Schnittteil für die Gürtelschlaufen erstmal der Länge nach ab, falte dann die offenen Seiten auch nochmal nach innen und das auch nochmal abbügeln und dann kannst du das aufeinander legen und einmal der Länge nach abnähen mit einem Geradstich und das ganz knappkantig. Nicht wundern, das Schnittteil ist schon für 2 Gürtelschlaufen. Das heißt, im nächsten Schritt kannst du das jetzt einfach einmal in der Mitte durchschneiden und damit hast du 2 Gürtelschlaufen. Falls du den Morgenmantel aufhängen möchtest, dann mach doch jetzt noch eine Gürtelschlaufe. Dann kannst du die nämlich noch am Kragen mit anbringen und den Morgenmantel so bequem aufhängen. Und weiter geht's mit den Schulternähten. Ich habe jetzt hier das Rückteil, das liegt mit der rechten Seite nach oben und da lege ich die beiden Vorderteile rechts auf rechts drauf und schließe die Schulternähte. Das kannst du direkt mit der Overlock machen. Bügel die Naht jetzt einmal ab und die Naht sollte Richtung Rückteil zeigen. Jetzt starten wir schon mit den Ärmeln. Hier habe ich einmal die Seiten mit der Overlock versäubert, bevor wir jetzt weiterarbeiten. Und auf den Ärmeln findest du wie immer Knipse. Du siehst, ich habe hier mein Vorder- bzw. Rückteil einmal ausgebreitet von mir, rechte Seite nach oben. Und da stecke ich jetzt den Ärmel drauf, rechts auf rechts. Den Ärmel nähe ich jetzt mit einem Geradstich an. Nähe hier erstmal nicht mit deiner Overlock, weil das ist ein bisschen schwierig. Du musst hier akkurat arbeiten, damit später keine Falten im Ärmel entstehen. Ich nähe also hier von dem Knips, wo genau der Ärmel drauf trifft, einmal runter über die Schulternaht und befestige so den Ärmel der Länge nach. Und damit ich sicher sein kann, dass die Gürtelschlaufen gleich nicht verrutschen, habe ich die einfach schon mal rechts auf rechts in der Seite mit einer kleinen Hilfsnaht von 0,5 cm Nahtzugabe befestigt. Und als nächstes werden wir die Seiten mit der Overlock versäubern. Ich nutze dafür nur 3 Fäden meiner Overlock, weil wir ja hier nichts zusammennähen. Das heißt, ich versäubere hier erstmal einlagig, gehe dann über auf 2 Lagen, wo wir ja den Ärmel schon angebracht haben und dann wieder einlagig das Rückteil runter. Jetzt legen wir schon das Vorder- und Rückteil rechts auf rechts aufeinander und wir schließen jetzt die Seitennähte bzw. die Ärmelnaht. Steck dir das gut ab mit ein paar Klammern oder Nadeln und markiere dir hier genau deine Nahtzugabe von 1 cm, denn hier müssen wir jetzt wirklich genau arbeiten, damit hier später keine Falten entstehen. Und von meiner Markierung schließe ich jetzt erstmal die Seitennaht runter. Das mache ich nur mit einem Geradstich, denn die offenen Kanten sind ja jetzt schon versäubert, das haben wir ja eben mit der Overlock schon gemacht. So habe ich also einmal die Seite runtergeschlossen und einmal die Ärmelnaht und achte darauf, dass du wirklich genau an der Markierung einstichst, damit wie gesagt keine Falten entstehen. Da wir aber jetzt hier schon fast im rechten Winkel nähen, wird hier auf jeden Fall eine kleine Falte entstehen und die musst du jetzt im nächsten Schritt erstmal richtig ausbügeln. Leg dir das also alles zurecht und bügel hier mit Dampf das richtig schön aus, damit das schön fällt. Hier brauchst du ein bisschen Geduld, also nicht wundern, wenn es hier wirklich sehr faltig ist. Das kannst du mit Dampf und Hitze ausgleichen und dann sollte das so aussehen. Als nächstes versäubern wir die ganzen offenen Kanten und das machen wir mit Blenden. Nicht wundern, die habe ich nicht mit auf dem Schnittmuster eingezeichnet, weil das nur Rechtecke sind und so können wir ein bisschen Papier sparen, die kann man ja auch so ganz einfach zuschneiden. Falls du das noch nicht gemäß der Anleitung gemacht hast, dann blende ich dir hier nochmal die Maße ein. Die kannst du alle im Fadenlauf zuschneiden, außer die Nackenversäuberung. Hier ist es wichtig, dass du das im schrägen Fadenlauf zuschneidest, denn nur so kann sich das schön um den Nacken rumlegen. Dadurch ist allerdings auch der Stoffverbrauch ein bisschen höher. Falls du ein bisschen Stoff sparen möchtest, kannst du hier zum Beispiel noch eine weitere Naht einfügen, also das Schnittteil ein bisschen aufteilen und in mehreren Schritten zuschneiden. Dann starten wir mit den Ärmeln. Schließ das Schnittteil erstmal rechts auf rechts an der kurzen Seite mit einem Geradstich und bügel die Naht auseinander. Falte und bügel das dann noch der Länge nach. Das sollte jetzt so aussehen und das passt jetzt genau an den Ärmel. Das heißt, ich lege das jetzt rechts auf rechts an den Ärmel. Ich achte darauf, dass die Naht genau auf die Ärmelnaht trifft und damit abschließt und stecke mir das mit ein paar Klammern fest. Das kannst du jetzt einmal ringsherum mit einem Geradstich schließen oder direkt mit deiner Overlock. Ich nähe ja immer erst mit meiner Nähmaschine und versäubere dann nur mit der Overlock. So sieht das jetzt aus und wenn du möchtest, kannst du die Nahtzugabe jetzt noch knappkantig von außen absteppen.
Ganz genauso gehen wir jetzt auch mit dem Saum vor, also der unteren Versäuberung. Ich habe das Schnittteil einmal der Länge nach abgebügelt und befestige das jetzt einmal mit ein paar Stoffklammern ringsherum an meinen Saum. Das schließt jetzt genau mit der Kante hier ab und auch das kannst du wieder mit einem Geradstich einmal ringsherum annähen, mit der Overlock versäubern oder direkt mit 4 Fäden deiner Overlock vernähen. Und auch hier kannst du wieder optional knappkantig die Nahtzugabe von außen feststeppen. Das machen wir jetzt auch noch mit der Nackenversäuberung. Die besteht ja aus 2 Schnittteilen. Die habe ich erstmal rechts auf rechts miteinander verbunden, um eine lange Blende zu erhalten. Dadurch haben wir auch eine sichtbare Naht. Die Naht positioniere ich einfach hier in der Mitte, da fällt sie gar nicht auf. Und auch hier nehme ich mir jetzt ein paar Nadeln oder Klammern und befestige die lange Blende einmal ringsherum. Am Ende angekommen falte ich die offene Kante nach innen. Die sollte jetzt genau mit der anderen Blende abschließen, dass wir einen geraden Abschluss haben. Ja, und auch hier kannst du jetzt wieder mit der Overlock nähen oder einem Geradstich und das Ganze einmal versäubern. Auch hier würde ich dir wieder empfehlen, die Nahtzugabe einmal knappkantig von außen festzusteppen und wenn du das machst, dann schließ auch noch unten die kurze Naht direkt mit. Und ich mache das immer so, dass ich die Overlock-Naht jetzt in meiner Versäuberung mit einschließe, so ist sie auch fixiert und die Naht kann sich nicht mehr auflösen. Und zum Schluss müssen wir natürlich auch noch den Gürtel nähen. Das ist aber ganz easy, das Schnittteil einfach rechts auf rechts aufeinander legen, dann einfach einmal die komplette Länge schließen und das Ganze wenden. Das habe ich jetzt gut abgebügelt und falte die kurzen Seiten noch nach innen und schließe die auch einmal. Das ist jetzt eine sichtbare Naht, deshalb nutzt du einfach ein passendes Garn und damit ist der Gürtel auch fertig und somit auch dein Morgenmantel. Ich hoffe, er gefällt dir. Falls ja, freue ich mich wie immer, wenn du das Video likest und mehr Nähtipps und Nähvideos findest du auf meinem Kanal.